Die Lust, einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, war dann irgendwann größer, als dem Tag neu zu begegnen. Ich habe für mich gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und habe dann entschlossen, etwas zu ändern. Ich bin Marle, 22 Jahre alt und Lehramtsstudentin und nebenbei selbstständig als Content Creatorin. Warum ich als Jugendliche gemobbt wurde, ist mir bis heute selber nicht so ganz klar. Grundsätzlich glaube ich, dass es ganz viel mit Unsicherheiten der Person zu tun hatte, die selber irgendwie gemobbt haben. Das Ganze hat angefangen damit, dass ich in die Schule gekommen bin und schon gemerkt habe, dass irgendwie viel rumgetuschelt wurde und so weiter. Und das hat sich dann tatsächlich irgendwie potenziert, dass man dann irgendwie erste Gerüchte gehört hat, dass dann auch irgendwann die Leute auf einen zugegangen sind und dann eben anfingen mit konkreten Beleidigungen. Eine der ersten Situationen, die so mir ganz bewusst noch im Kopf ist, ist, dass ich immer morgens, als ich zur Bushaltestelle gekommen bin, schon irgendwie mit Beleidigungen so begrüßt wurde. Da war mal irgendwie dann so die Beleidigung im Raum, dass ich eine Schlampe sei, was nicht begründet gewesen war. Das Mobbing hat mich psychisch krank gemacht. Ich habe irgendwann die Dinge geglaubt, die mir entgegengetreten wurden, und irgendwann mochte ich mich selber eben nicht mehr. Wie fühlen sich Depressionen an? Ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Da gab es ganz unterschiedliche Phasen. Für mich war ganz klar oder Mittelpunkt, dass ich irgendwann aufgehört habe, Gefühle zu verstehen. Also ich konnte irgendwann eigentlich nur noch eine große Leere sehen. Also da waren weder positive Gefühle noch negative Gefühle, sondern es war einfach alles so egal und immer so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also es gab irgendwie keine bunte Welt mehr dazwischen. Die Lust, einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, war dann irgendwann größer, als dem Tag neu zu begegnen. Und das war auch der Punkt, wo ich wollte, dass sich das wieder ändert. In der Zeit war für mich besonders meine beste Freundin da. Egal, ob ich reden wollte, ob ich weinen wollte, ob ich lachen wollte oder einfach mal stumm in den Arm genommen werden wollte, das hat sie immer so für mich erfüllt. Es war natürlich nicht einfach, wenn es der besten Freundin irgendwie schlecht geht, da Marle auch immer nicht ganz so viel geredet hat, halt nur, wenn es dann wirklich gravierend schlimm war. Meine Familie hat das erstmal alles gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe das sehr lange noch geheim gehalten. Irgendwann gab es dann mal eine Situation in der Schule, wo mir wirklich mit körperlicher Gewalt entgegengetreten wurde und die Lehrer dann eben das auch erfahren haben und dann meine Mutter zur Unterstützung geholt haben. Und ich weiß noch, das habe ich ihr damals im Badezimmer so ein bisschen zwischen Tür und Angel erzählt, dass ich meinte, ja Mama, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn ich jetzt mal mit einer Therapie beginne. Am meisten Angst hatte ich, als Marle auf einmal nicht mehr da war. Ich habe versucht, sie zu erreichen, habe dann ihren Kumpel damals angerufen, habe gefragt, ob er wüsste, wo Marle ist. Und er meinte, Marle ist bei ihrer Schwester in Hamburg. Aber irgendwie war da was faul dran und dann wusste ich, dass Marle, glaube ich, jetzt halt einfach nicht mehr hier zu Hause ist. Und da hatte ich am meisten Angst, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Der schwierigste Schritt hin zur Therapie war, sich erstmal selber einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Weil in dem Moment hatte ich ja so eine geringe Wertschätzung, dass ich das nicht so empfunden habe, als hätte ich das jetzt verdient. Und diesen Schritt dann zu gehen, ja, der war nicht unbedingt so leicht. Ich würde meinen anderen Freunden oder Verwandten raten, dass sie sich erstmal eine Person suchen, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen außen steht, und ansonsten, dass man sich halt auf jeden Fall Hilfe holt. Es war eine harte Zeit, aber die haben wir auch gemeistert. Wenn ihr mehr spannende Einsichten haben wollt, abonniert den Kanal. Begonnen habe ich ja mit einer Verhaltenstherapie, die erstmal sich ja viel damit beschäftigt hat, dass ich mich erstmal mit meiner Gefühlswelt wieder auseinandersetzen kann, dass ich einfach lerne, überhaupt wieder gesunde Emotionen zu verspüren. Und das Ganze haben wir dann eben nochmal intensiviert in der Tagesklinik, die eben teilstationär stattgefunden hat, und dann eben auch in einer vollstationären Therapie. Und da hat man dann ganz verschiedene Dinge gemacht, also Gruppentherapie, Einzeltherapien, Kunsttherapie. Ich weiß noch den ersten Tag, als ich mir eine neue Frisur gemacht habe, die ziemlich auffällig war und ich mich dafür entschieden habe, obwohl alle anderen meinten, mach das nicht, Marle, das passt nicht zu dir. Und ich rausgegangen bin, an einem Schaufenster vorbeigegangen bin und das erste Mal irgendwie nach 4, 5 Jahren wieder dachte, Mensch, du siehst gut aus. Das war irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, so, das will ich häufiger spüren, und da bin ich dann irgendwie, ja, sehr vorangekommen für mich.
Das Internet in meiner Mobbing-Geschichte hat damals tatsächlich auch schon einen Stellenwert gehabt. Also es war nicht so, dass es nach der Schule sozusagen aufgehört hat und ich nach Hause gegangen bin und meine Ruhe hatte, sondern auch da ging es weiter. Ich erinnere mich ganz konkret an so ein Bild, was ich mal bei Facebook hochgeladen habe und irgendwann haben sich da am Abend 164 Kommentare getummelt mit jeglichen Beleidigungen, ja, jeglicher Art und Weise. Im Umgang mit Social Media muss sich als erstes ändern, dass die Leute einfach respektvoll miteinander umgehen. Also man sollte sich immer fragen, würde ich das jetzt auch im echten Leben zu jemandem sagen? Du weißt nie, wer gerade in welcher Lebenssituation steckt und was deine Worte in jemand anderem auslösen können und für Konsequenzen haben können. Ich finde so Medienpädagogik unglaublich wichtig und ich finde auch, dass das in jede Schule gehören sollte, sei es eine Projektwoche oder tatsächlich als Unterrichtsfach, um einfach sich selber zu schützen, mit Daten gut umzugehen und grundsätzlich aufzuklären. Also das mache ich auch schon zum Teil auf meinem Account, dass ich immer wieder sage, dass es wichtig ist, dass wir uns irgendwie für unsere Mitmenschen einsetzen, dass wir darauf achten, respektvoll miteinander umzugehen. Aber ja, mein großer Traum wäre irgendwann mal so eine Anti-Mobbing-Projektwoche zu starten. Selbstliebe bedeutet für mich, in allen Lebensbereichen irgendwie auf sich selber zu achten. Also entweder mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, achtsam durchs Leben zu gehen, für sich einzustehen und immer sich selber nicht zu vergessen. Ich habe den Berufswunsch, später mal in einer Psychiatrie oder in einem Hospiz zu unterrichten, weil ich gerne Menschen in einer krisenbehafteten Situation unterstützen möchte. Also wenn irgendwie gerade was im Leben nicht so läuft, wie es sein sollte, durch Krankheit oder etwas anderes da irgendwie zu unterstützen. Wenn jemand in der gleichen Situation ist, in der ich damals war, dann will ich als allererstes sagen, dass es besser wird und dass man darauf vertrauen kann, dass die Zeit vielleicht gerade blöd und anstrengend ist, aber dass wieder bessere Zeiten kommen. Wenn zum Beispiel Mobbing in der Schule stattfindet, wirklich die Situation aus dem Weg räumen. Man muss sich nicht alles antun, man ist nicht schwach, wenn man die Schule wechselt, sondern man kann dann einfach wirklich schauen, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten und die sollte man sich nehmen und die darf man sich nehmen und dann nach vorne gucken. Ich glaube, ich bin für alle schlechten Momente und Erfahrungen, die mir passiert sind, dankbar, weil jedes Wort und auch jede Tat mich geprägt haben oder ich mich deswegen damit auseinandergesetzt habe. Und ich habe eine unglaubliche Stärke in mir selber gefunden. Ich brauche die eben nicht durch Außen, sondern ich weiß jetzt heutzutage, was ich wert bin und da kann kein anderer so schnell dran rütteln. Wenn ich der Welt einen Satz mitgeben dürfte, dann wäre es: Du bist wertvoll.